Hallo ihr Lieben, hier ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich möchte euch in diesem Video ein kleines Tutorial vorstellen, wie man Gold, Kupfer bzw. Rosengold und Silber mit den Prismacolors malt. Meine Gold-Kombi habt ihr wahrscheinlich schon öfter in meinen Bildern gesehen, aber der Rest müsste relativ neu sein. Den habe ich so eher selten verwendet. Legen wir einfach mal los. Für die Gold-Kombi braucht ihr, wie da oben schon aufgeschrieben, 946 Dark Brown, 945 Sienna Brown, 943 Burnt Ochre und 916 Canary Yellow. Und das ist auch die Reihenfolge, in der wir vorgehen. Wir fangen mit der dunkelsten Farbe an, mit der 946 und fangen dort an, wo der dunkelste Schatten sein soll. Mit ein bisschen mehr Druck hier zum Ende hin und den Druck immer mehr nachlassen, je mehr man in die Mitte kommt. Das gleiche von der anderen Seite, stärkerer Druck und den Druck immer mehr nachlassen, je mehr man in die Mitte kommt. Dann nehmen wir auch schon die nächste Farbe, 945 Sienna Brown, und fangen auch wieder hier hinten an der dunkelsten Stelle, weil wir die Farben ineinander blenden wollen, und lassen den Druck immer mehr nach. Hier wieder an der dunkelsten Stelle mit dem größten Druck und den Druck immer mehr nachlassen. Dann nehmen wir 943 Burnt Ochre, setzen auch wieder hier hinten an mit dem stärksten Druck und lassen den Druck immer weiter nach, je mehr wir zur Mitte kommen. Diesmal ziehen wir aber das helle Braun ein bisschen weiter als den Rest. Auch wieder ansetzen mit starkem Druck, den Druck immer mehr nachlassen und das hellste Braun ein bisschen weiterziehen, heller werden und weiterziehen als den Rest, quasi sanft auslaufen lassen. Dann setzen wir mit unserem Canary Yellow der 916 an. Und zwar setzen wir erstmal hier ungefähr in diesem Drittel an und blenden das Braun aus bis zur Mitte und auch hier wieder heller werden. Ansetzen und das Braun ein bisschen ausblenden und heller werden. Und mit ganz, ganz sanftem, leichten Druck die Mitte ausmalen. Jetzt können wir quasi rückwärts gehen. Mit ganz, ganz leichtem Druck, der immer stärker wird, blenden wir das Gelb, also unseren hellsten Farbton, in das Braun rein. Und den Druck lassen wir immer stärker werden. Passt auf, dass ihr ihr habt hinterher ein bisschen braunen Staub hier an dem Stift, dass ihr damit nicht in die hellste Stelle reinkommt, sonst habt ihr hier braune Schlieren. Mit ganz, ganz leichtem Druck, der immer stärker wird, in das Braun reinblenden und komplett bis zum Ende durchmalen, so dass sich die Farben wirklich verblenden und es einen Verlauf gibt. Auch wieder den Stift sauber machen, damit ihr nicht in die hellste Farbe reinblendet. Ich habe hier ein bisschen raueres Papier, deswegen sieht das nicht so glatt aus, als wenn man das in einem Malbuch macht. Trotz allem ist das Vorgehen bei einem goldenen Farbton. Und hinterher könnt ihr immer noch ein bisschen von dem Braun, das euch fehlt, reingeben
ein bisschen heller werden und ein bisschen dunkler werden. Das ist unser Goldton. Dann kommen wir zum Kupfer und Rosengold. Kupfer und Rosengold ist nicht der gleiche Farbton. Ich habe hier beides hingeschrieben, weil man im Prinzip die gleichen Grundfarben benutzt. Nur würde man bei dem Kupfer mehr von dem Orange mit einsetzen, einfach um diesen Rotton zu rutschen. Deswegen haben wir quasi zwei in einem. Lässt man von dem Orangeton mehr weg, hat man ein Rosengold, fügt man mehr Orange hinzu, hat man ein Kupfer. Wir fangen hier mit unserer hellsten Farbe an, Light Peach 927, und tragen ein bisschen mehr davon hier am Rand auf und werden zur Mitte hin wieder heller. Metallfarben wie Gold, Kupfer, Rosengold und Silber definieren sich eben dadurch, dass sie einen Glanzpunkt haben, und das ist hier die Mitte, die ich quasi freilasse. Auch hier wieder mit stärkerem Druck ansetzen und mit leichterem Druck in der Mitte auslaufen. Dann nehme ich den nächsten Farbton, 1092 Nektar, setze auch wieder am Rand an mit mehr Druck und zur Mitte hin lasse ich diesen Druck auslaufen. Jetzt kommt der Orangeton. Hiervon, wie vorhin erwähnt, mehr nehmen, wenn man einen Kupferton haben möchte, weniger nehmen, wenn man ein Rosengold haben möchte. Und man geht über alles ganz, ganz leicht drüber, wirklich gar nicht drücken. Man braucht nur einen Hauch von diesem Orangeton. Und zum Schluss das Tuscan Red, die 937. Es ist eine sehr, sehr starke Farbe, deswegen auch hier mit ganz, ganz leichtem Druck nur etwas am Rand auftragen und mit ganz, ganz wenig Druck in die Mitte ziehen. Ganz, ganz leicht hier am Rand auftragen und mit ganz, ganz wenig Druck zur Mitte hinziehen, noch nicht mal ganz. Dann geht man jetzt ein wenig rückwärts, und zwar geht man wieder zurück zum Nektar, um eben dieses Tuscan Red einzublenden. Auch wieder mit starkem Druck, da wo die Farbe am dunkelsten ist, und mit weniger Druck zur Mitte hin. Und mit dem Light Peach geht man nochmal über alles drüber. Auch hier wieder starken Druck am Rand, wenig Druck in der Mitte, starken Druck am Rand und den Druck nachlassen zur Mitte hin. Und das ist der Rosengold-Farbton. Würde ich ein Kupfer haben wollen, hätte ich jetzt beim Zurückgehen eben noch mehr von dem Cadmium Orange nach dem Tuscan Red eingegeben und wäre nicht direkt zurück zum Nektar gesprungen. Silber definiert sich eigentlich aus den ganzen kalten Grautönen, einmal 10%, 30% und 70% Cool Grey. Und auch hier fängt man mit dem hellsten Farbton am Rand an, mehr Druck, und lässt den Druck zur Mitte hin langsam nach. Am Rand mehr Druck und lässt den Druck
zur Mitte hin langsam nach. Also die Mitte nicht weiß lassen, sondern einfach nur ganz, ganz leicht ausmalen. Sieht man bei dieser hellen Farbe wahrscheinlich etwas schlechter. Dann mit dem 30% Cool Grey auch hier wieder am Rand ansetzen mit etwas mehr Druck und zur Mitte hin den Druck ein bisschen nachlassen. Am Rand mehr Druck und zur Mitte hin den Druck ein bisschen nachlassen. Und zum Schluss mit dem 70% Cool Grey auch wieder hier mit etwas mehr Druck anfangen, aber nicht zu doll. Wir brauchen wirklich nur wenig von dem kalten Grau, also von dem stärksten Farbton. Mit etwas mehr Druck hier am Rand anfangen und ganz leicht in die Mitte ziehen. Nicht ganz bis zur Mitte, sondern nur bis zur Hälfte des Weges quasi. Dann geht man mit dem mittleren Grau quasi wieder rückwärts zurück, wie eben auch, und blendet das starke Grau in die anderen Grautöne wieder mit ein. Mit etwas stärkerem Druck und den Druck zur Mitte hin wieder nachlassen. Und mit dem hellsten Grau kann man eben noch mal ganz leicht über alles drüber gehen, um das so ein bisschen homogener zu blenden. Wenn euch der Rand ein bisschen zu hell ist, könnt ihr natürlich noch mal zu dem dunklen Grau gehen und noch mal ein bisschen von dem Farbton nachtragen. Oder wenn ihr noch mehr Schatten setzen wollt, es gibt noch ein 90%iges Grau. Das könnt ihr hier auch benutzen, um die dunklen Stellen noch mal ein bisschen stärker zu definieren, wenn euch das noch zu hell ist. Und so hat man eben den silbernen Farbton. Also ein Gold, ein Kupfer, ein Rosengold und ein Silber. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen und es war vielleicht genau das, was ihr für euer Projekt gerade gesucht habt. Und ja, hinterlasst einen Kommentar und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!